Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo und willkommen zum nächsten Video von mir. Das hattet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erwartet. Es geht um einen Gerätetest, und zwar um dieses wunderschöne Gerät hier. Das habe ich von Gearbest mal wieder bekommen. Hatte ich mir gewünscht, weil ich es bei denen auf der Seite gefunden habe und ich fand es einfach interessant vom ersten Blick darauf. Und aber so, es war interessanter, als ich überhaupt gedacht habe. Deswegen heute der Gerätetest der E-Cola von SMY. Ja, ich denke, es wird Zeit, nachdem ich euch ein bisschen gezeigt habe, wie das Ding dampft, dass wir mal eine Ansicht über das Gerät machen und mit was es alles zusammenkommt. Das ist nämlich schon spannend genug. Dementsprechend ein kleiner Schnitt und bis gleich. Ja, zurück in den Detail an sich. Ihr seht schon, die Verpackung von dem Gerät ist schon ganz anders als von anderen Geräten, wie wir so kennen. Die kommen nicht in irgendeiner Geschenkverpackung, sondern richtig schön in so einem, ich sag mal, fast so Survival-Krempelartigen Verpackung, auch mit so einem Karabiner hier, dass man sie irgendwann in einen Gürtel oder einen Rucksack befestigen kann. Ja, so eine Multifunktionstasche nennen wir das einfach mal. Die können wir hier aufmachen und dann blicken wir mal auf den Lieferinhalt. Wir haben also als erstes mal die E-Cola selber. Dazu dann zum Laden wieder so ein USB-Kabel. So. Ja, auf der einen Seite Standard USB, auf der anderen Seite Micro USB-B. Das Ganze kommt zum Laden in diesen Anschluss hier. Ja, und der Teil kommt dann in die Steckdose. Für die Steckdose selber gibt es hier ein Rundum-Set. Einmal besteht aus so einem Adapter für europäische Steckdosen auf amerikanische Steckdosen. Dann haben wir nochmal von amerikanischer Steckdose auf USB und das Ganze kommt dann mit dem normalen USB-Anschluss zusammen. Ja, das käme jetzt in die Steckdose. Vorneweg eine Pass-Through-Funktion, sprich beim Laden dampfen gibt es hier nicht. So, gab es hier noch irgendwas? Nein. Gut. Des Weiteren haben wir wieder mal ein Zertifikat, dass das Ganze auch eine Qualitätskontrolle gesehen hat. Ja. Dann ein reich bebildertes Manual. Sehr viele Bilder drin, relativ wenig Text. Hier ist die andere Seite. Die Anlage verrät eigentlich alles Wichtige zu dem Gerät und ich denke mal, wenn man dieses Gerät wie ich völlig ahnungslos kauft, braucht man das Ding auch erstmal. Also ich musste erstmal da reinschauen, um zu wissen, was überhaupt mit diesem Gerät geht, weil, es war alles ein bisschen strange. Da kommen wir dann auch gleich zu. Dazu kommen dann noch zwei Dekofolien. Ja, die angelehnt sind an gewisse relativ bekannte Getränkemarken. Natürlich, wie soll ich sagen, entsprechend abgewandelt. Ja, von den Logos her. Genau. Ja. Die könnt ihr draufkleben. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde noch. Ja.
das schauen wir dann mal. So, das ist jetzt also das Gerät selber. Das ist aus Alu. Ja. Wir haben hier unten eine Vielzahl von, genau gesagt, 2 USB-Anschlüsse. Das hier ist ja einmal der Lader, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und hier haben wir einen normalen USB-Anschluss. Zeige ich das mal. So, wenn ihr den reinsteckt, könnt ihr an diesem Gerät euer Handy oder was auch immer wieder mit aufladen. Die Akkukapazität wird übrigens mit 4000 mAh angegeben. Ja, also ist gleichzeitig ein Dampfgerät wie auch eine sogenannte Powerbank. Dann habt ihr hier noch einen Schalter für An und Aus. Ja, entsprechend wird, wenn ich das für euch so ein bisschen einfange, hier das jetzt an. Ne? Also ihr habt gesehen, der Knopf leuchtet kurz auf. Hier auf dem Boden habt ihr neben den Belüftungslöchern, ja, da und da, auch die Schrauben, die diesen Deckel hier befestigen. So, da. Ja. Des Weiteren stehen dann hier auch die Funktionen der Knöpfe, ne? An, Aus, Ausgang, also USB-Ausgang, USB-Eingang. Gut. So, hier habt ihr einfach den Feuerknopf. Dann haben wir jetzt hier den Deckel. Sieht ja auch wieder aus, so ein bisschen wie so eine Getränkedose. Dieser Öffner hier ist natürlich fest, aber ihr könnt das Ganze drehen. So, wenn ihr das erstmal hier hin und dahin dreht, dann seht ihr einfach nur Schraublöcher. Wenn ihr es aber dann in beiden Richtungen länger dreht, kommen wir hier hin. Und hier versteckt sich sozusagen das Dampfgerät. So, und den rauszubekommen sieht so aus, ihr drückt das hier rein, dann springt der nach vorne. So seht ihr das jetzt, ja. Dann können wir den jetzt auch rausschrauben. Und ihr seht, da ist so ein ganz schlanker Cartomizer drin. Enthält laut Angabe ungefähr 1 Milliliter, ne, an Liquid. Dazu kommt auch noch ein Ersatzverdampferköpfchen. Eins ist ja schon da drin. Und da wird es interessant, weil diese Ersatzverdampferköpfchen habe ich noch nirgendwo gesehen. Ja, die sehen ähnlich aus wie die Kangas, die klassischen, aber auch nicht so ganz. Und weder bei SMY noch bei Gearbest noch bei sonst irgendeinem Shop, der die E-Cola vertreibt, habe ich jemals diese Köpfchen gesehen. Ja, die scheinen also Exoten zu sein. Aber ich denke mal, die werden sich genauso gut wie die Standard-Kanga-Köpfchen von geschickten Wicklern wieder selber wickeln lassen. Ja, die sind vom Aufbau, denke ich, genau die gleichen. Man sieht hier wieder so ein Silikon man sieht hier wieder so einen Silikon-Isolator. Ja, man sieht hier Glaswolle rausgucken. Silikatschnur, man müsste Silikatschnur sein. Ja, also das ist, denke ich mal, genau dasselbe. Also theoretisch könnt ihr euch die Dinger dann, wenn sie verbraucht sind, selber reanimieren. Widerstand von den Dingern im Auslieferzustand sind etwa 2,2 Ohm. Und das Gerät ist nicht variabel, das gibt die Standard 3,3 Volt aus. Sprich, natürlich dürft ihr da keine großen Clouds erwarten oder sowas. Das ist also eher, sag ich mal, das traditionelle Dampfen so auf 5, 6 Watt, die ihr da zwischen der Standardausrüstung erreicht. Ja, hier ganz tief unten drin, ich nehme an, das seht ihr jetzt nicht, sitzt also ein 510er Anschluss, der hier drauf greift. So, stellen wir es wieder fest. So, dann könnt ihr noch so, ich eine Kippbewegung nach unten, bei euch wird das wahrscheinlich jetzt nach oben aussehen, der Kameraeinstellung, könnt ihr jetzt dieses Mundstück ausklappen lassen.
so soll das Ganze funktionieren. Was hier absolut fehlt, ja, was eigentlich unbedingt dabei sein müsste, neben natürlich kaufbaren Ersatzköpfchen, wäre ein Adapter, der den 15er Anschluss nach hier oben holt. Wenn das noch dabei wäre, wäre das Gerät perfekt. Fände ich zumindest für, sag ich mal, den Autonormaldampfer, wenn er dann sozusagen im Normalbetrieb einfach jeden Verdampfer, den er hat, da oben drauf schrauben kann. Und hätte sozusagen das hier als Mod. So ist es eher ein Hybrid. Ja, weil er funktioniert halt im Augenblick nur mit diesem speziellen Verdampfer dabei, weil alles andere kommt nicht durch dieses relativ enge Loch. Ich werde das wahrscheinlich nachher nochmal nachmessen und euch dann sozusagen die Werte nochmal jetzt hier im Video einblenden, wie schmal dieses Loch wirklich ist. Aber wie gesagt, ihr werdet keinen Subtank oder sonst irgendwas hier reinbekommen. Ja, das könnt ihr vergessen. Das Mundstück hier oben kann mit Linksdrehung festgeschraubt werden und natürlich, wenn ihr es dann übertreibt, fangt ihr an, den Mod loszudrehen. Ja, deswegen. Also ihr merkt, da gibt es einen Anschlag, da sollt ihr dann nicht weiterdrehen. Sollt ihr weiterdrehen, packt ihr dann hier unten an und dreht es wieder rechtsrum fest. Ja, das soweit zur Detailansicht. Ich schwenke die Kamera jetzt wieder um und dann treffen wir uns wieder in der normalen Ansicht zu ein paar abschließenden Worten dazu. Bis später. Ja, willkommen zurück zur normalen Ansicht. Ich habe das jetzt mal mit einer dieser Folien beklebt. Ging halbwegs gut, aber ich hatte in letzter Zeit auch ein bisschen Übung mit Notlichter bekleben. Da kommen also diese Piktogramm-Pfeile, wo dieser Fluchtweg hindeutet, auch meistens als Klebefolie auf die Lampen, ja, damit man da sozusagen schön variabel ist. Ja, ist nicht ganz perfekt gelungen. Also hier habe ich so einen kleinen Absatz drin, aber ich denke mal nicht dramatisch. Ja, ich hatte in letzter Zeit da doch ein bisschen Übung, sonst hätte das wahrscheinlich eher so ausgesehen, dass ich erst ein paar Stunden bräuchte, meine Finger aus der Folie zu retten, statt ja, den Mod zu bekleben. Ja, ich zeige euch mal, wie das Ding sozusagen mal ernsthaft dampft. Das andere war ja eher Stealth. Ja, also es dampft durchaus in Ordnung. Ja, ich denke mal, das kann man durchaus mit so einem E-Watt oder solchen Standard-Starter-Sets durchaus vergleichen. Auch der Geschmack ist okay. Okay, ich würde kein teures Premium-Liquid darin dampfen. Ja, das wäre also eher Perlen für die Säue. Das sowas gehört in einen guten Tröpfler. Aber es ist in Ordnung. Ja, sowohl vom Geschmack wie auch von der Dampfmenge passt das ganz gut. Wäre natürlich die Frage, was passiert, wenn man jetzt die Verdampferköpfe ein bisschen niederohmiger wickeln würde. Ich würde natürlich jetzt nicht mit 0, irgendwas anfangen, Gott bewahre. Wer weiß, was da die Elektronik sagt. Das Ding hat auf jeden Fall eine Kurzschluss-Protection drin. Auch eine 10-Sekunden-Abschaltung, damit das euch nicht irgendwo in der Hosentasche, wer schleppt sowas in der Hosentasche rum, aber egal, damit das nicht unbeabsichtigt feuert. Ihr könnt das ja auch im Zweifelsfall hier unten einfach ein- und ausschalten. Ja, braucht man dieses Gerät? Wer braucht schon jedes Gerät? Also, es gibt wenige Anlässe, wo ich sagen würde, da hat es wirklich mehr Sinn als, sag ich mal, ja, für die Sammlung ungewöhnliche Dampfgeräte. Wo ich das natürlich im Einsatz sehe, ist, wenn man wirklich mal sneaky vapen muss. Ne? Also wirklich so ein bisschen undercover bleiben muss. Ich weiß, da gibt es immer riesen Diskussionen drüber. Ich dampfe nicht da, wo ich wohl nicht rauchen durfte und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, wer fährt, sag ich mal, auf einem Trip von 3, 4, 5 Stunden, sagen wir mal, mit der Bahn oder sowas nicht rum und denkt sich, doch ein bisschen blöd mit nicht rauchen, nicht dampfen dürfen. Das ist dann ja schon ein bisschen, also für mich zumindest, eine Herausforderung, die ich vielleicht 2 Stunden durchhalte. Dann wird es aber knapp. Ja? Und da ist so ein Gerät natürlich, was man nicht auf den ersten Blick als Dampfer erkennt, ja? Schon interessant. Weil wenn das jetzt so hier irgendwo auf einem Tisch von einem Mitfahrer stehen würde, sagen wir mal so,
Ja. Würde die jetzt auf einen Dampfer schließen? Ich wahrscheinlich nicht. Ja. Und hier oben ist dann einfach auch zu. Ja. Sieht einfach nur, aha, da steht eine Dose rum. Und selbst wenn jemand sieht, dass das keine Dose ist, wegen den lustigen Anschlüssen hier unten oder weil das hier halt nicht das komische Bullensymbol ist, könnt ihr immer noch sagen, ja, das ist ganz klar, das ist hier, ne? Hier Handy dran und USB, das ist so ein Hipster Powerbank. Ja, das dann aber noch halt als zweite Funktion sich da eine Dampfe drin befindet, ja, die ihr so mal eben rauspackt. So, und dann ja, ich habe jetzt noch ein bisschen, nicht ganz so lange die Luft einbehalten, damit ihr noch ein bisschen seht, dass ich auch wirklich gedampft habe. Ja, das passt schon ganz gut. Das Einzige, was ich mir hier wirklich wünschen würde, wäre noch ein Adapter, um halt diesen speziellen Verdampfer, den die hier gebaut haben, der ja auch so völlig okay ist, halt noch durch irgendeinen anderen Verdampfer zu ersetzen, so im normalen Alltagsbetrieb. Ja, also ich glaube, zwar auch zu Hause dieses Ding als ja, Mod verwenden kann. Das wäre halt schön gewesen. Ansonsten, wie gesagt, finde ich das Gerät wirklich passabel. Also kann man nicht meckern. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal irgendwie drauf und dran seid, eine lange Reise, wie gesagt, per Bahn oder sowas machen zu müssen, wo ihr wisst, Dampfen schwierig, Cloud Chasing endet mit Rauswurf, ich brauche irgendwas sneaky. A sneaky bad bastard. Dann wäre das tatsächlich eine Überlegung wert. Ja, und wie gesagt, die Zusatzfunktionen wie Powerbank und so kann man sicherlich auch immer noch verwenden. Ja, das Handy ist sicherlich auch dankbar, wenn man ihm unterwegs ein bisschen Strom geben kann. Wie gesagt, es wäre nur halt schön, wenn da irgendjemand diese 510er Verlängerung da anbieten würde. Ich werde mich mal mit ein paar Bollern unterhalten, die ich so kenne, ob die da nicht eine Idee hätten, dass man da diesen 510er einfach entsprechend verlängern kann. Gut, das war zu dem Gerät. Wie gesagt, für in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz alledem.